zeige dir jetzt meinen Schatz. Strategische Vorräte an Zeitungsröhrchen. Warum brauche ich das? Ganz einfach. Aus all diesen Zeitungsröhrchen kann man, Trommelwirbel, einen tollen Korb machen. Und nicht nur das. Ja, du hast dich nicht verhört und deine Augen täuschen dich nicht. Das alles ist aus ganz normalen Zeitungen geflochten. Aber um diese und andere Meisterwerke zu schaffen, müssen wir uns mit der Basis auseinandersetzen. Nämlich damit, welches Papier sich für so ein kreatives Projekt eignet. Und hier scheint es einfach zu sein. Nimm einfach irgendein Papier und drehe es. Naja, theoretisch stimmt das schon. Aber in der Praxis kannst du auf einige Schwierigkeiten stoßen. Denn das eine Papier lässt sich leicht und einfach drehen, während das andere sich sträubt und sich einfach nicht zu einem Röhrchen formen will. Woran liegt das? Lass uns das klären. Und bevor wir anfangen, vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und einen Kommentar zu schreiben. Das hilft wirklich, den Kanal voranzubringen und gibt mir einen Energieschub, um neue, interessante und nützliche Tutorials zu erstellen. Und natürlich, abonniere, wenn du das noch nicht gemacht hast. Also, wo ist der Haken? Warum sind nicht alle Papiersorten für so ein erstaunliches Handwerk geeignet? Es liegt alles an der Papierdichte. Das ist eine Eigenschaft, die angibt, wie dick oder dünn das Papier ist. Die Dichte des Papiers wird in Gramm pro Quadratmeter in den meisten Ländern gemessen, die das metrische System verwenden. Vielleicht hast du auf der Verpackung von Papier Werte wie 70, 80, 90, 120, 130 Gramm pro Quadratmeter und so weiter gesehen. Diese Zahlen geben die Dichte des Papiers an. Je höher der Wert, desto dicker ist das Blatt Papier. Hier beginnt das Puzzle langsam zu passen. Je dicker das Papier, desto schwieriger ist es, es zu einem Röhrchen zu drehen. Mit dickem Papier gibt es viel Mühe. Die Hände und Finger werden schnell müde. Es gelingt nicht immer, es auf die Stricknadel zu wickeln. Und solche Röhrchen sind überhaupt nicht flexibel. Im Grunde genommen ist Papier mit einer Dichte von 70 Gramm pro Quadratmeter und mehr nicht wirklich geeignet für das Korbflechten. Da könnte man logisch denken, okay, je dünner das Papier, desto leichter lässt es sich drehen. Also ist es besser und alles läuft wie am Schnürchen. Im Prinzip ist da ein Körnchen Wahrheit dran. Aber hier kommt ein weiterer Stolperstein ins Spiel. Nicht jedes superdünne Papier eignet sich. Nehmen wir zum Beispiel Toilettenpapier. Es ist ganz dünn und hat eine Dichte von 15 bis 30 Gramm pro Quadratmeter. Je dünner das Papier, desto schneller nutzt es sich ab. Einfach gesagt, es ist weniger langlebig. Denn Toilettenpapier wird nicht umsonst so dünn gemacht. Nicht nur, damit es für unsere empfindlichen Stellen angenehm ist, sondern auch, damit es sich schnell im Wasser auflöst. Das bedeutet, dass superdünnes Papier auch nicht wirklich geeignet ist. Und hier kommen wir zur goldenen Mitte. Genug von den Extremen. Die ideale Papierdichte für das Flechten liegt zwischen 35, ich würde sogar sagen, von 40 bis 65 Gramm pro Quadratmeter. Dieses Papier ist nicht nur flexibel und angenehm, um ein Röhrchen zu drehen, sondern auch stark genug, um sich nicht einfach beim ersten Blick auf Wasser aufzulösen. Und wie du dir schon gedacht hast, wird diese Papierdichte am häufigsten für den Druck von Zeitungen und verschiedenen Werbematerialien verwendet. Das bedeutet, dass Zeitungspapier der perfekte Kandidat für das Korbflechten ist. Okay, wir haben das geklärt, aber was könnte noch neben Zeitungen geeignet sein? Was ist mit Heften, Büchern, Modemagazinen oder vielleicht sogar Geschenkpapier? Genau solche Fragen habe ich in letzter Zeit oft bekommen. Und ich sage dir, das sind durchaus berechtigte Fragen, denn manchmal kann das wirklich ein hervorragendes Material zum Drehen von Röhrchen sein. Allerdings variiert die Papierdichte in diesen Produkten oft ziemlich stark. So haben die Seiten von Büchern normalerweise eine Dichte von 60 bis 100 Gramm pro Quadratmeter. Schulhefte liegen bei 50 bis 80 Gramm pro Quadratmeter.
Modemagazine haben eine Dichte von 60 bis 135 Gramm pro Quadratmeter. Und Geschenkpapier kann sogar zwischen 35 und 120 Gramm pro Quadratmeter variieren. Wie du siehst, kann man manchmal wirklich viele geeignete Papiere finden. Aber wie genau kannst du herausfinden, ob dieses Papier für unser kreatives Projekt geeignet ist? Die erste Methode ist die einfachste. Probier es aus. Ja, wie man so schön sagt, probieren geht über studieren. Dreh einfach ein paar Röhrchen. Schon nach den ersten 10 Röhrchen wirst du genau wissen, ob dieses Papier mit unserem Hobby harmoniert oder nicht. Wenn dir dieser experimentelle Ansatz nicht zusagt, gibt es eine super präzise Methode. Dafür brauchst du eine sehr genaue Waage und diese mathematische Formel. Zuerst berechne die Fläche des Blattes. Aus dem Matheunterricht wissen wir, dass man die Länge mit der Breite multiplizieren muss, um die Fläche zu berechnen. Und das war's. Mit dem Gewicht und der Fläche kannst du ganz einfach die Dichte des Papiers berechnen. Aber, weißt du was? Wenn das Papier sich einfach nicht drehen lassen will, könnte das Problem sogar ganz woanders liegen? Ich habe übrigens ein Video, in dem ich die 3 häufigsten Fehler bespreche, die Anfänger machen und die ich selbst am Anfang meines kreativen Weges gemacht habe. Schau mal in die Beschreibung unter diesem Video. Da habe ich den Link zu diesem Fehleranalyse-Video hinterlassen. Vielleicht klärt das alles auf. Nun, das ist alles, was ich dir über die Wahl des Papiers erzählen wollte. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und jetzt weißt du genau, aus welchem Papier man am besten Körbe flechten kann. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Wir diskutieren darüber. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!